Gleich 3 kreative Ideen habe ich heute für dich. Ich stemple mein eigenes Designerpapier. Und daraus entsteht zuerst eine diagonale Double Gatefold Card. Und aus dem übrig gebliebenen Stück bastle ich eine Teeverpackung für gleich 4 Teebeutel. Wie üblich bekommst du dabei von mir jede Menge Tricks und Tipps. Und schon geht's los. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Und ich zeige dir heute diese Karte und diese kleine Verpackung mit dem Stempelset Kleine Therapie, und dazu habe ich auch gleich die Stanzform verwendet. Außerdem habe ich hier so eine von den Schablonen, mit denen man einen Hintergrund gestalten kann. Ja, und verschiedene andere Kleinigkeiten. Ich arbeite mit den aktuellen In Colors in den Farben Papageiengrün, Sommersorbet, Orchideenlila, Nachtblau und Karibikblau. Muss noch ein bisschen an den Farben üben, aber irgendwann habe ich sie drauf. Hier auf dem Tisch liegt gleich noch vom letzten Projekt ein paar Schnipsel, und zwar habe ich dir in der Scrappy Strip Mosaik, da war das Wort, was mir gerade nicht einfiel, Technik, diese Karten gestaltet. Ich zeige das mal kurz und dann räume ich sie ganz weit weg. Falls du dazu eine Anleitung sehen möchtest, die verlinke ich gleich hier. So ist eine Easelcard geworden und mit dieser coolen Technik in den 5 neuen In Colors. Lege ich beiseite. Kann ich noch schnell zeigen. Ich zeige noch eine andere Teeverpackung, und zwar habe ich hier 5 Teebeutel verpackt. Auch dazu gibt es eine Anleitung von mir. Hier so im kleinen Täschchen oder Container, je nachdem wie rum du es hältst, kann es auch ein Buch sein. Ja, diese Verpackung kannst du bei mir auch sehen. Aber nun zu unserem heutigen Projekt. Das ist das erste Projekt aus der Reihe ein Stempelset, 5 Ideen mit dem Stempelset Kleine Therapie. Das habt ihr euch gewünscht. Also schreibt dann auch bitte unbedingt, ob das so das Richtige war, was du sonst noch sehen möchtest. Ich bin dafür Anregungen immer offen und dankbar. Nette Texte und Kommentare nehme ich natürlich auch sehr gern. Ja, mein erstes Projekt habe ich ausprobiert. Das sind ja 3 Sachen. Ich habe ein A4-Blatt gestempelt und daraus habe ich dann geschnitten. Ich lege das mal so, wie ich geschnitten habe, grob. Hier kannst du es sehen, so, und hier unten die Karte, so rum. Die Ecken hast du schon innen gesehen. Und das ist eigentlich das Ganze, was wir heute machen, und ich fange mit dem Designerpapier an. Die Maße für die Stücken, die du sonst noch brauchst, an Farbkarton und sonstigen Materialien, die kannst du auf meinem Blog finden. Ich kann dir auch ein Arbeitsblatt zuschicken, weil das ist ein Projekt von einem meiner Online-Workshops. Du hast es dir schon gedacht, ich habe da schon mal was vorbereitet. Ein Stück angefangen. Ich habe in dem Fall ein Stück A4 Farbkarton in Grundweiß genommen, und zwar den extra starken, weil ich finde, gerade für so eine Verpackung, wenn wir uns ja sparen, hast du ja gesehen, es wird eigentlich alles aus diesem einen Papier gemacht und nicht nochmal mit Designerpapier verstärkt, weil das ist ja unser Designerpapier und das ist ja eigentlich auch der Clou an der ganzen Sache, dass wir da rationell mit einem Papier arbeiten und ein klein bisschen Farbkarton als Zubehör. Deswegen der extra stark. Ja, und ich lege jetzt auch gleich mal los und vervollständige mein Bild. Ich nehme zuallererst hier das Papageiengrün und aus dem Set den Stempel mit diesen schönen Blättern. Ich gucke mal, ob mir noch einfällt, wie ich das gemacht habe. Kannst du natürlich immer alles machen, willkürlich aneinander setzen. Beim Designerpapier selbst stempeln finde ich das Einzige, was wichtig ist, dass wir auch dran denken, wir schneiden das ja dann auseinander und es geht dann über den Rand oft hinaus. Also der Rand ist in gewisser Weise überall, aber eben auch am Rand. Und das bedeutet, dass das Design so aufgestempelt werden sollte, als ob es fortlaufend aus dem Blatt heraus weitergeht. Ja. Ich putze mal ganz schnell in meiner Oberbox, in meiner Putzzauberkiste. Das ist übrigens eins der Sachen, die ich mir zuallererst gekauft habe bei Stampin' Up. Ja, als nächstes, was haben wir? Diesen klitzekleinen Teebeutel hier oben. Da ich noch einen anderen kleinen Stempel habe. Meine Stempel aufheben. Also, es geht nichts verloren. Das ist immer die gute Variante. So, das machen wir erstmal zu. Dann habe ich in dem Orchideenlila das
fängt schon an, meine Lieblingsfarbe zu werden. Die Blüte gestempelt. Moment. Also Orchideenlila und die Blüte, die hier drin ist, und zwar die hier unten. Die ging in Orchideenlila raus. Und die setze ich jetzt einfach mal so ein bisschen wüst überall dazwischen, dass sie in der gleichen Menge vorkommt wie auf der anderen Seite. Man kann auch so ein bisschen den zweiten Abdruck nehmen. Du siehst ja, ich habe so ein bisschen gemischt zwischen ganz geometrisch angesetzt und gleichmäßig und dann doch wieder ganz bunt. Ursprünglich sollte es ganz willkürlich durcheinander gesetzt werden und das ist ja immer so eine Schwierigkeit. So, das haben wir, das Blümchen. Geht schon wieder in die Kiste. Brauchen es nicht nochmal. Und jetzt kommt aber der kleine Teebeutel hier mit dem Blatt drauf. Das hat schon ganz witzige Motive, finde ich. Das Set, also ich glaube, damit kann man viel machen. Ich habe noch was ich dir auch gleich zeigen kann, wenn du möchtest. Ich nehme an, du möchtest. Als ich zur Reha war, hatte ich ja nur ein kleines bisschen Spielzeug dabei, aber unter anderem eben dieses Set. Also noch nicht das Set, das habe ich mir erst später geholt, aber das Designerpapier dazu. Und damit habe ich, Moment, muss ich holen, soll ich? Hier, schau mal, dieses kleine Mini-Büchlein gebastelt. Hier sind solche Text drin, wo man was draufschreiben kann. Insgesamt müssen das 8 Fächer sein und dann hast du hier oben noch so ein paar Zauberfächer, wo auch noch was rauskommt. Und ich habe mich mit dem Designerpapier ein bisschen ausgetobt. Ja, das wollte ich dir natürlich unbedingt zeigen. Einfache Sache, kann man bestimmt schnell so einfach nachbasteln, wie ich das gefaltet habe. Frag mich einfach, da habe ich schon mal mit einem anderen Papier das einmal komplett gebastelt und zwar mit einem Papier in 12 x 12 Inch, also 30,5 x 30,5 cm. Hier, das habe ich aus einem A3-Blatt gefaltet. Gab es da so mal eben im Markt günstig, weil wir spontan basteln wollten, habe ich da mal so einen Block mitgenommen als Grundpapier. So, sehen wir mal, wo wir uns hier alles schon verstempelt haben, aber ist ja eigentlich ein buntes Muster, also kein Problem. So, das haben wir auch. Du weißt ja schon, Designerpapier selber stempeln ist wirklich eins meiner Lieblingshobbys. Mache ich total gerne. Was haben wir noch? Putzt das nachher richtig, kannst du sicher sein. Jetzt habe ich noch, um alle Farben drauf zu haben, in Nachtblau diesen Teebeutel-Anhänger genommen. Und zwar habe ich dann den ersten und den zweiten und manchmal auch den dritten Abdruck genommen und die einfach diese Texte da drauf gesetzt. Auf mein Blatt, wo noch Platz ist. So, und dann bin ich mit dem Stempel, mit dem Teebeutel hier, also mit dem Anhängerstempel, nochmal drüber gegangen. Und das machen wir jetzt gar nicht so mit großem Schnickschnack, sondern wir gehen da einfach drüber und fertig ist. Auch in der Produktion habe ich mir sagen lassen, wird da manchmal was schief gestempelt, also ist das gar nicht so dramatisch, wie das hier so im Einzelnen aussieht. Und bei diesen Designerpapieren, wenn man die selber macht, wie heute auch, wird ja hinterher ein Projekt draus gemacht und einfach zerschnitten. Und dann ist das alles gar kein großes Thema und sieht immer nett aus, finde ich zumindest. Du kannst das natürlich auch ganz anders machen, erst alles vorher zuschneiden und basteln und dann stempeln. Aber das war jetzt hier nicht mein Plan. So, und weil mir das im Hintergrund noch ein bisschen leer war, habe ich dann eine von diesen Schablonen genommen für eine Schabloniertechnik oder Maskiertechnik, wie auch immer. Lege die hier auf, nehme meine Blending-Pinsel und tupfe hier mal so ein bisschen das Motiv lang. Habe mir aber gedacht, das mache ich gar nicht groß dramatisch, regelmäßig und überall, sondern auch wieder immer mal so und in 2 Farben. Einmal in dem Karibikblau, richtig? Schreib, wenn es falsch ist, und in dem, gleich kommt's, Moment, gleich, Majestät gleich, in dem Papageiengrün. Da haben wir es. So. Und dann die restliche Farbe verwische ich hier einfach so ein bisschen, dass es nicht mehr ganz so rein weiß ist.
Also Papageiengrün, da ist es. Auf damit. Das ist ein bisschen intensiver. Ja, einfach wie gesagt den Hintergrund brechen. Brechen passt auch schön, oder? Wir brechen das reihenweise. So, und wenn mir das immer noch nicht gefällt, dann kann ich immer noch sagen, okay, schreibe hier nochmal vom Anfang richtig wirklich die weißen Flächen weg. Und das mache ich jetzt auch, weil auch hier immer schön über den Rand hinaus. Und ich fange am Rand an mit dem Blending-Pinsel zu reiben und dann geht es in die Form, also ins Blatt rein. Der ist auch manchmal so, man redet einfach so vor sich hin und erst wenn man es hört, merkt man, was man eigentlich so Komisches erzählt. Okay, so, wir haben es gleich. Siehst du gar nicht mehr, was ich zuerst gestempelt habe und was dann. Soweit. So, bei der Karte wäre es ganz schön, wenn es hinten sauber geblieben wäre. Es ist so gut wie sauber geblieben, also wir sind zufrieden. Jetzt geht es weiter. Ich habe noch was runtergeschmissen. Das hebe ich schnell mal auf, bin gleich wieder. Aber nicht wichtig. So, Papierschneider, unser Lieblingsarbeitsgerät. Der Papierschneider, mit dem man auch falzen kann. Zuallererst schneide ich einen Streifen von 14,5 cm, indem ich die kurze Seite anlege, also praktisch das Blatt einmal längs durch. 14,5, nicht mittig, 14,5. Gerade anlegen und dann schneide ich hier durch. Wenn es falsch war, müssen wir von vorne anfangen. Ist aber richtig. Es bleibt ein Streifen übrig in der Breite von 6,5. Den brauchen wir dann für die Teeverpackung. Jetzt nehmen wir das Stück und basteln daraus unsere Karte. Jetzt ist das ganze Stück A4 und A4 ist in der Breite, also die kurze Seite 21 und die lange Seite 29,7. Schwieriges Maß. Ich gehe jetzt mal einfach auf 29,6. Jetzt ist auch schon wieder ein Denkfehler. Wir lassen es auf 29. Genau. Wir falzen jetzt bei, müssen wir halbe Zentimeter bauen, bei 4,95. Das ist auch schön. 4,95 und bei 9,9. Müsste ja dann genau die Hälfte sein. Und das machen wir auf der anderen Seite auch. Bei 4,95. Ups. Und bei 9,9. Und wenn wir 29,7 cm haben, wissen wir jetzt, dass wir 3 Felder haben in der Breite von 9,9. Das müsste bedeuten, wenn ich das jetzt hier falte, komme ich genau auf diese andere Linie und habe es praktisch gedrittelt. Gut, das lief gut. Und der andere Knick, der ist bei 4,95. Das heißt, wir kommen genau wieder richtig zurück. Und jetzt beim Streichen erinnere ich mich an den Text von meinem Sohn. Wenn man dann ein bisschen schmutzige Hände hat, nimmt man das Falzbein. Ja. Und dann passt der Knick auch so gut wie ganz genau. Damit können wir leben. Notfalls zütteln wir das hier noch. Ihr seht, sauber muss es bleiben. Okay, jetzt ist ein ganz wichtiger Moment. Jetzt zeichnen wir uns auf die bunte Seite außen. So habe ich es zumindest gemacht. Bei 5 cm am äußeren Rand, links und rechts, also am Gate, am Tor. Links und rechts eine Markierung bei 5 cm. Ein bisschen pusten hier und hier drüben auch. Ihr kriegt das bestimmt dezenter hin. Ich will es ja sehen. Bei 5 cm. Und dann bauen wir unser diagonales Tor. Dann nehmen wir die Schneidemaschine. Und jetzt schneiden wir. Wir legen das hier ein. Du siehst ja genau den Falz und legen praktisch, das ist das Mittelstück, also die zweite Falzlinie von der Seite oben an und unsere Markierung unten genau. Richten das nochmal nach, schauen durch, wenn wir den Haken umgesetzt haben und schneiden die Ecke ab. Alles klar, machen wir auf der anderen Seite auch. Geht auch so rum, dass ich hier unten zuerst anlege, die Markierung bei 5 cm und oben die zweite Falzlinie genau drauf schiebe, unten wieder rücke, festhalte, zuklappe, schaue, ob alles passt, abschneiden, fertig. Okay, das haben wir. Jetzt bauen wir uns schon mal für innen rein eine Unterlage, eine Schreibunterlage. So ist auch schon schön, aber ein bisschen mehr, finde ich, kann man machen.
Kommt hier mal wieder so ein Trick von wegen, kannst du machen oder kannst du nicht machen. Ich habe mir einen Farbkarton zugeschnitten in den Maßen 14 mal 9,4 cm, weil ich bin ja bei 9,9 und möchte überall die Mattung 5 mm gemittelt haben, also 2,5 mm. Könnte das so reinsetzen. Und dann hatte ich aber eben kein ganzes Stück mehr in diesem tollen Sommersorbet und habe eins genommen, wo ich mir vorhin einen Kreis ausgestanzt habe und habe mir dann gedacht, okay, ausnahmsweise, wenn da hinten was gegengesetzt wird, kann man so auch mal nach dem Motto Sparfuchs arbeiten. Kann man machen, muss man nicht, ich weiß. Und setze jetzt meinen Farbkarton rundweiß da oben drauf, wo ich dann auch gleich was stemple. Jetzt mache ich mal irgendwo rein. Diese ganze Millimeter-Sache von wegen 29,7 durch 3 geteilt und die kleinen Tore mit 4,95. Da musst du für dich die exakte Lösung finden, weil auch jetzt hier sieht man wieder, das Tor schließt so, dass es wirklich total straff aufeinander liegt. Wenn dich das stört, schiebt dir das einfach nochmal. Ich habe ganz verschiedene Varianten gemacht und jede Variante hatte in gewisser Weise was für sich oder war irgendwie blöd. So, hier war so ein Moment, wo du siehst, das mit dem Loch, ja, muss man halt bedenken, ne? Auch wenn man dann weiterarbeitet. So, also geht hier noch schön reinsetzen. Ich gehe hier durchaus nochmal drauf. Ziehe das ab. Und wir hast ja schon gesehen, wir haben von der ganzen Sache am Ende keinen Verschnitt, weil die Ecken, die wir eben abgeschnitten haben, setzen wir unten einfach wieder ran. Und zwar gegenläufig. Also, diese muss hier hin. Jene muss dahin. Und ich habe das mir vorhin schon mal angeguckt. Ich messe das vorher aus, schaue, dass es hier vorne genau sitzt. Und hier innen, wenn mir das zu knapp wird und es das praktisch vorschiebt und nicht hinten anliegt, würde ich hier einfach nochmal Mühe abschneiden. Mühe ist praktisch einen halben, ein Viertel Millimeter. Wirklich so ein klitzekleines Stück, so hier so diesen Springstreifen. Und dann klebe ich das an. Das mache ich wirklich mit Flüssigkleber, egal ob die Hände dann auch kleben, weil da kann ich verschieben. Auch hier ist wichtig, saubere Hände. Du weißt, ich habe jetzt mit den Bürsten gearbeitet, also mit den Blending-Pinseln. Da muss man Abstriche machen. So, ich drücke es also außen an, die Kante so glatt wie möglich hier, dass sie nicht überlappig ist. Und drücke rum und falte dann innen gegen. Und das Ganze auf der anderen Seite genauso. Von unten, von der Spitze angefangen und oben gegen. Hier passt es eigentlich super. Da mache ich nichts mehr mit Schneiden oder so. Ja, da ist ganz gut, wenn man praktisch halbe und Viertel Millimeter gut messen kann. Ich wollte nur die Karte nicht so weit kürzen, dass ich sie wunderbar mit ganzen Zentimetern und so arbeiten kann, weil dann wird mir einfach zu klein. Je weiter du kürzt, immer kleiner wird es. Man will ja optimal aus. So, okay, da müssen wir jetzt einfach ein bisschen Abstriche machen. Ich zeige das mal. Hier habe ich ein bisschen breiter das äußere Feld gemacht. Da bin ich einfach auf 5 cm gegangen. Ist die Frage, was dir besser gefällt. Ja, beim ersten Fall 5 cm. Hier hatte ich auf 4,95. Vielleicht ist es so auch fast die bessere Variante. Findest du für dich bestimmt die Lösung. Okay, bei den Maßen werde ich dann einfach die für mich optimale Variante schreiben. Dann habe ich gestanzt, 2 Kreise. Da habe ich hier genommen für den farbigen Kreis. Der ist in etwa 6,7 cm und der weiße Kreis 6 cm. Ja, die klebe ich aufeinander. Hier in dem Fall nehme ich jetzt das rote Sorbet, Sommersorbet, da war es wieder. Und werde da einfach einen Aufbau draufsetzen. Und bei der ersten Karte habe ich mit Magneten gearbeitet und hat ja nicht jeder Magneten. Also werde ich jetzt bei der Karte einfach mit einem Band arbeiten und das mache ich so, das setze ich mir hier einfach drunter. Ich weiß ja hier, das wird in jedem Fall überdeckt, also wird hier mein Band fixiert. So viel, dass ich es gut binden kann. Das muss also hier einmal rum. Schau mal ganz kurz, ob das auch wirklich passt. Da bin ich lieber so der Meinung, etwas länger ist besser als zu kurz. Ich kann mir vorstellen, warum. Wenn es zu kurz ist, anbauen ist immer schwierig. So, weiter geht's. Auf den Kreis gesetzt und hier wird einfach aufgebaut. Da nehme ich Abstandsklebepunkte
2 Stück auf die eine Seite. Setze ich man auch an die Stellen, wo ich mir sicher bin, da kann nichts wegrutschen. Es passt. Das war jetzt der richtige Text. Wie hoch, wie niedrig, ja, kannst du dir selber überlegen. Ich gehe jetzt mal an diese Stelle und gucke, ha, da war er schon, das meinte ich. Setze ich noch mal ein Stück runter, dann ist er weg. Passt das Ganze und das hält auch. Und ich kann das Ganze auch gut zubinden. Ja, es ist auch so mittig und hier drüben wird dann meine Schleife. Das mache ich auch gleich mal, damit ich bei der Außengestaltung das einfach... So. Was hätten wir denn hier? Ja, das Blau haben wir schon gesagt, gefällt mir so richtig gut, also setze ich das da drauf. Dann habe ich hier dieses grüne, Teegras ist auch schön, ne? Das grüne. Genau, und das werde ich da oben im Streifen ansetzen. Der Aufbau kommt am besten so drauf. Und dann wieder die Abstandsklebepunkte. Was haben wir hier noch? Alles aufgeklebt. Welche nehmen? Hier drüben habe ich dann den Stempel in die Tasse gesetzt. Da habe ich aber auch eine einfarbige ausgestanzt. Jetzt hier in dem Sommersorbet, das wird mir einfach zu rot. Also schieben wir das jetzt so ein bisschen hoch. Genau. Dann hätten wir noch ein Zitrönchen. Das setzen wir hier unten hin. Nicht? Kleinen Abstandsklebepunkt. Neben. So, da sitzt das. Wunderbar. So weit sind wir schon. Ein bisschen Text kommt. Und zwar, wir hatten hier die kleine Umarmung aus der Tasse. Pause steht da und für dich. Das mit der Pause für dich finde ich auch gut. Aber ich werde jetzt doch noch da oben diese, wenn du mal Therapie brauchst, hinsetzen, weil das ist ja eigentlich ein schöner Text. Lustiger Text. Wenn man möchte, ist er auch lustig. Orchideenlila. Setze ich. Das wäre falsch schon gewesen. Vorsicht, Vorsicht. Jetzt wird hier mal, wenn du mal eine Therapie brauchst. Da oben gut hin. Super. Und ich putze das, damit mir hier nicht schon wieder irgendwas verschmiert. Dazu kommt jetzt nochmal die Pause. Mal sehen, ob das die Pause ist. Es ist die Pause. Die setze ich hier unten hin. Ja, hast du gesehen, noch ein bisschen eingeschmiert. Kennen wir schon. Reden wir nicht drüber. Und auf die andere Seite für dich. Hatte ich auch schon benutzt. Also müssen wir nur finden. Schau mal. Für dich, da ist es. Jetzt, notfalls legt ihr ein Papier hin. Legen Sie sich ein Papier hin, genau. Oder stempel es einfach vorher. Genau. Das geht jetzt dahin, aber es ist sauber geblieben. Super. Zaubertrick. Ja, da kannst du natürlich noch viel mehr dekorieren und anbringen und hast du nicht gesehen. Ich überlege fast, ob ich den Teebeutel hier noch ransetze und das mache ich auch. Und da mache ich den Text nochmal drauf, den ich vorher im Kleinen drauf hatte. Du erinnerst dich? Und der Moment, wo du mir sagen kannst, wo er liegen könnte. Manchmal hilft schon Tee. Da oben oder da. Klar. Schon wieder ein Chaos auf dem Tisch. Letztens hat erst jemand gesagt, das ist immer so schön, wie sauber dein Tisch ist. Naja, da guck heute mal hin. Den setzen wir jetzt da drauf. Fliegt da ab. Da ist er. Noch ein Klebepunkt. Hier haben wir einen, den letzten auf dem Blatt. Nehmen wir den noch. Setzen den oben an. Es gibt auch passend zu den Farben so wunderschöne kleine, hier so Kordel im Kombipack. Könnte man da jetzt auch noch ein Bändchen dran machen. Mache ich vielleicht noch hinterher, weil das wird ein bisschen friemelig. Ich möchte jetzt noch die Teeverpackung zeigen. Also, soweit die Karte. Ist schon mal, finde ich, eine gute Sache. Und jetzt kommt die Teeverpackung. Hier ist unser Stück aus 6,5 mal 29,7 cm. Und jetzt habe ich zwei Unterschiede. Hier dieses Stück habe ich gekürzt bei 27 cm in der Länge. Dann ist die Klappe einfach etwas kürzer. Und bei diesem hier habe ich die Länge auf den 29,7 cm gelassen.
finde ich fast die bessere Variante. Ja, musst du drüber nachdenken. Weiß ich nicht genau, mach wie du machst. Ich mache heute wieder mit 29,7, weil geht auch ganz gut. Ich ziehe hier mal das raus, schneide Klinge dort weg und fange einfach an zu falzen. Und zwar bei 10 cm, bei 13,5 und bei 23,5 cm. Haben wir. Legen wir uns da schön sauber hin. Und dann nehme ich ein weiteres Stück Farbkarton, Maße wie gesagt auf meinem Blog, in den Maßen. Da ist es 9 mal 12,2 cm und falze es reihum bei 3 cm. Da weißt du ja, die lege ich gerne auf der rechten Seite an, weil da sieht man sie besser. Links ist da das, sieht man auch, aber es ist das Brett so drüber. Die Abdeckung. Meter. Und dann kommt auch wieder so eine Abteilung, wo du selber entscheiden kannst, was für dich die beste Variante ist. Ich habe da jetzt verschiedene ausprobiert und würde mich auch nicht festlegen wollen. Deswegen falte ich zuallererst mal. Hier siehst du schon wieder, habe schon wieder meine bunten Hände drauf gedrückt. Aber nichts. So, ganz entscheidend ist schon mal, dass wir einschneiden. Und zwar schneide ich so rum ein. Aber auch da gibt es verschiedene Varianten. Du kannst die Enden auch in die andere Richtung legen. Aber ich schneide so ein. So, und jetzt ist ja der Karton einfach, dass du das hochfaltest. Und jetzt hast du an der Seite praktisch drei Flächen aufeinander. Also ein bisschen fett. So, eine finde ich ganz schön. Die hält praktisch die Form. Eigentlich die mittlere, die würde ich in die Mitte hochsetzen. Vorhin habe ich es abgeschnitten, zeige ich dir auch. Moment, hier. Geht auch. Ist genauso geschlossen. Da ist zwar hier unten ein kleiner Spalt, aber du willst ja nichts Flüssiges reinfüllen. Machst ja bei Papier eh nicht. Also wäre das auch eine Möglichkeit. Ich lasse das in der Mitte jetzt mal stehen und damit mir es aber nicht zu dick wird. Warum lasse ich das in der Mitte stehen? Damit dann, wenn ich Teebeutel reinschiebe, nicht hier so eine abgeschnittene Kante hakt. Ne? Also bleibt das in der Mitte stehen, komplett. Eine Seite schneide ich jetzt hier auf 1 cm ab. 1 cm Klebefläche. Und die andere Seite packe ich wieder komplett drüber, damit es dann so ein komplett geschlossen ist. Das ist jetzt mein Plan. Mach wie du denkst. Varianten haben wir. Also trage ich hier schon mal auf den 1 cm Kleb auf, ne? Doppelseitiges Abreißklebeband und auf die ganze Fläche. 2 Streifen. Und überlegen wir, wo uns noch einer hinkommen könnte. Gerade wäre schon mal ganz gut. So, jetzt ist gleich der Moment, wo ich sage, jetzt ist doch ein langes Video geworden. So, du siehst das so. Das klebt da dann da dran. Also hier falsch rumgeklebt. Ja, da müssen sie hin. Das ist, wenn man die Uhr im Blick hat und denkt, hoffentlich wird das Video nicht zu lang. Und nur Unfug bei raus. Kein Stress. Das Problem ist nicht langes Video, sondern das Problem ist meine Technik. Weil wenn das zu lang läuft, dann richte ich schon mal gern zusammen. So, jetzt machen wir das so. Noch eine Klebefläche, Klebefläche auf Klebefläche. Du siehst, das hätten wir uns sparen können. Und hier sind sie. Aus der Abteilung, hier geht was schief. Aus Angelas Fehlern lernen, hätten wir jetzt mal wieder eine neue Variante. So, drücken wir hier rum. Machen wir schön gerade. Du machst das natürlich noch mehr gerade. Wenn was übersteht, gute Idee, haben wir eine Schere. Kennen wir von früher, schneiden wir ab. Fertig ist das hier unten. Steht das auch was über. So, und jetzt kommen hier unten 2 Streifen drauf. Manch einer schneidet das auch. Lässt sich genauso gut schneiden. Ich schneide auch mal. So. Auch hier hast du innen drin natürlich wieder jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten. Du könntest wieder nochmal ein Stück Farbkarton reinkleben und als Mattung und noch ein weißes oben drauf. Verknickt, weil sie erzählt zu viel. So, und jetzt wird noch 1 cm, 10 cm, 3,5 cm, 10 cm und die Klappe.
die Ecken abrunden. So ist das Ganze schön hinzustellen. Und unser Kästchen für die Teebeutel wird hier mittig mit Abstand links und rechts, ja, nochmal raus. Kommen sie nochmal raus. Ich muss es noch ein kleines Stück verschieben. Das ist wieder der Moment, wo sie pfuscht. Sie wollte dir nicht ihr ganzes Hirn zeigen. Raus. Momentchen. Momentchen. Da geht noch was. Wir setzen das hier nochmal drauf und müssen es einfach mehr vermitteln. Wir haben links und rechts nicht so viel Platz. Es ist eigentlich fast bündig. Sonst steht es auf einer Seite über. Das ist nicht schön, dass hier auch immer mal was schief geht. Super. Es ist besser so rum. Ja. Ach, bin ich froh, dass das noch zu retten ging. Und hier machen wir mal die Sache mit den Magneten. Da habe ich hier oben noch einen. Ich mache die gern blickdicht, also so, dass wir sie nicht sehen. Ja, hier innen tragen wir mal so auf. Da ist er eben innen, da sieht ihn keiner. Könnte man ja später noch seinen Text reinsetzen für irgendeinen Gruß. Da sitzt er. Und außen und da genau wohin? Da. Dahin. Ist das nicht schön? Genau. Und da werden wir dann auch noch unsere Zierde draufsetzen. Da kommt dahin. Genau. So sieht es aus. Ja, und jetzt kannst du überlegen, ob du da nochmal mit einer Tasse arbeitest. Der Hang geht ja hin zur zweiten Tasse. Ich überlege gerade, wo meine zweite Tasse abgeblieben ist. Da, ich hatte eine andere Farbe gesucht. Auch das wäre eine Möglichkeit. Du könntest auch mit einem Band verschließen, aber du könntest eben die Tasse hier auch so draufsetzen, dass du mit der Kante unten dann drunter rückst. Ja, verstehst du? Dass du da einfach dann so dieses Stück da drunter setzen kannst. Ich habe jetzt hier draußen meinen Magnet drauf und den Verschluss so und bin damit auch ganz glücklich und brauche jetzt nur noch eine Dekoration oben drauf. Ich könnte auch hier oben eine Tasse hinsetzen und das mache ich jetzt auch. Ich setze hier oben einfach schräg eine Tasse drauf, einen Zweig dazu, eine Zitrone dran. Guck mal, die Zitrone hat auch bei den Stanzformen zwei Teile, wobei es so selten rote Zitronen gibt. Moment, gucken wir nochmal. Grün sind sie schon eher. Genau. Hier grüne Zitronen, Herzen. Große und kleine Herzen haben wir auch noch. Da bauen wir uns jetzt einfach mal eine nette Deko. Genau. Schauen wir, was das wird. Ja, ganz gespannt. Ich nehme die Tasse, weil damit überdecke ich hier wunderbar mein Magneten komplett. Schön. So, Tasse. Ist klar. Zitrone habe ich hier eine kleine und eine große. Ja, wenn ich gar nichts habe, also gerade keinen Präzisionskleber auf dem Arbeitstisch habe, wie ich jetzt, dann mache ich das mit dem Kleben wie folgt. Ich setze mir hier ein bisschen, du weißt schon drauf, Tombow, nehme meine Zitrone, meine Stanzteil und wische das hier durch meinen Tombow-Klecks. Komplett, also lange nicht mehr gemacht, aber spontan ist immer am besten. Setze das hier drauf und bin relativ glücklich, dass es gut geworden ist und hält. Ja, das passt. Ich würde sagen, die Zitrone ist gut geworden. Haben wir also auch einen Zweig. Also von den Zweigen geht hier vorne drauf. Und die Zitrone dazu. Zweig überdeckt so ein bisschen die Tasse. So. Die Zitrone liegt hier unten. Das ist jetzt wirklich sehr spontan aneinander geklebt. Haben wir noch nicht gehabt. Genau, Zitrone liegt da so. Ist auch lustig. Ja. Das Herz ist einmal einfach hier oben. Super. Und dann haben wir hier so kleine Herzen. Dann nehmen wir die, hier sind sie, die Mini-Klebepunkte und setzen die mal da drauf. Mal gucken, ob ich das hinkriege.
Pinzette. Wir wissen, wir haben es runtergeschmissen. So, da geht eins hin. Ich hole mal meine Mini-Klebepunkte und den anderen auf das andere Herz. Hier war doch noch eins. Da ist es. Wo ist der Klebepunkt? Weg. So, greifen Sie ihn mal. Moment. Versuch. So. Ja. Das packen wir ruhig hier oben rein. Das ist doch lustig. So. Und ja, das ist schon mal eine gute Idee. Und jetzt käme noch ein Schild oben drauf. Und in dem Fall nehmen wir hier einfach so ein kleines weißes. Setzen es oben drauf. Ich gucke mal, ob ich hier so einen schwarzen Stift habe. Dann mache ich da oben wenigstens diesen kleinen. So. Und hier hätten wir eine von den Kordeln. In dem Sommersorbet machen wir da jetzt noch ein Schleifchen. Das ist dann das, was uns immer abhanden kommen wird. Wir werden gut festkleben. Moment. Ziehen wir ein bisschen. Machen nochmal unsere Kiste auf mit den Mini-Klebepunkten. Und ziehen hier eins aus. Kordel liegt wieder unten. Wir kennen das schon. So. Genau. Und das Bändchen schnippeln wir uns ab. Setzen das da oben auf unseren kleinen T-Anhänger drauf. Heißen die T-Anhänger? T-Schild? Weiß es nicht gerade. Und das Ganze bauen wir da. So Tasten. Ja, das ist jetzt ein bisschen rustikal. Aber grundsätzlich bin ich schon zufrieden. Die Schleife noch richten. Drehen sich bei dem Kordeln, muss man gucken, wenn man kleine Schleifen macht, die drehen sich dann immer so gerne, weil das ja in sich schon gedreht ist. Verstehst? Das schiebe ich jetzt rüber. Das mache ich so. Hier holen wir alles runter, was nichts zu suchen hat, schmeißen es beiseite und sind fertig. Nach fast 40 Minuten, das ist ja wirklich eins der längsten hier, das machen wir ja nicht. Aber war halt auch ein langes Projekt und ich finde ein sehr schönes Projekt, wo du viel mit anfangen kannst, gut verschenken kannst und was vielleicht schon beim Basteln so viel Freude macht. Und das wäre die beste Sache, dass es Freude pur ist. Basteln, Freude pur und dann noch jemanden beschenken und beglücken. Wunderbare Sache. Okay, fertig. Ich hoffe, dir hat mein Projekt gefallen. Gib mir gern einen Daumen hoch, kommentiere, freue ich mich total. Abonniere meinen Kanal, auch eine schöne Sache. Dann verpasst du keine meiner weiteren Anleitungen. Hier geht's weiter mit noch mehr Tipps und Ideen. Also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in meinem nächsten. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.